Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns hier auf S31 auf meinem Main und wie ihr sehen könnt, haben wir hier ein neues Feature freigeschaltet, ja, und zwar das Prestige. Nachdem man Stufe 606 erreicht hat, wird man dann auch zurückgesetzt und erreicht quasi Prestige 1, Stufe 0 und fängt wieder von vorne an. Ja, also Leute, was soll ich sagen? Die meisten von euch werden wahrscheinlich schon mitbekommen haben, dass die Server mit neuem Backend momentan absolut nicht funktionieren. Es gibt massive Probleme beim Einloggen. Man kommt nicht mehr auf die Server rauf. Und ja, aus meiner Sicht, muss ich mal so sagen, ist es bisher der Shutdown, der am längsten gedauert hat. Also in den ganzen Jahren, wo ich jetzt Shakes and Fidget spiele, war ein Server noch nie so lange hintereinander down wie jetzt gerade alle Server, die ein neues Backend besitzen. So. Zumindest, also ich habe von vielen gehört, auf allen, wo das neue Backend drauf ist, alle haben dieselben Probleme, keiner kommt auf die Server rauf. Gestern Abend hatten wir gestreamt gehabt und ja, da ist das Problem dann aufgetreten. Mir wurde es dann im Chat dann auch zugeteilt, weil wir nachher schon in Sea of Thieves drin waren. Aber zwischen 20 und 21 Uhr soll das Problem aufgetreten sein und man konnte nicht mehr auf die Server rauf. Jetzt momentan, wo ich das Video aufnehme, haben wir es jetzt hier gerade 8 Uhr morgens. Ja, also die Server sind jetzt schon seit circa 12 Stunden down, einen halben Tag. Ich kann mich, glaube ich, in meinen ganzen Jahren, wo ich jetzt Shakes and Fidget spiele, kann ich mich, glaube ich, nicht zurückerinnern, dass ich mal viel länger als 12 Stunden hintereinander offline war. Das hört sich jetzt ziemlich krank an, ist es auch irgendwo, aber man kann auch sagen, das ist vielleicht auch Passion, Hingabe, ja, Liebe zum Spiel, so. Alleine durch die Goldgrube, wo ich mich theoretisch schon alle 1,5 Stunden einloggen müsste, um die abzuholen, was ja auch nicht funktioniert, ja, müsste ich ja schon immer 1,5 Stunden drin sein. Sonst bin ich immer, spätestens, wir können ja hier mal so ein bisschen durch das neue Feature hier hindurch gleiten, sonst bin ich spätestens nach 8 Stunden, wenn ich ausgeschlafen habe, bin ich dann wach, logge mich ein, hole Goldgrube ab, Stadtwach etc. pp. So, ne? Also viel länger als, sag ich mal, 10 Stunden bin ich jetzt nicht offline am Stück. So, ne? Und ja, dadurch, dass der Bug halt, oder wie gesagt, diese Server, Probleme, man kann hier auch, glaube ich, nichts machen, ne? Digga, der ist auch, also dieses Gesicht hier, ne? Das ist auch wirklich repräsentativ für das neue Backend, Alter. Ja, also das triggert auch schon. Wie der guckt, das triggert, oder? Das ist so ein bisschen triggert der auch jetzt gerade. Kann auch der aktuellen Situation geschuldet sein, aber der triggert jetzt auch irgendwie ein Stück weit. Ja, also wie gesagt, der Bug ist ja gestern, oder diese Serververbindung Scheiße, ist ja gestern Abend aufgetreten. Auf den Sonntag. Natürlich ist da keiner da und natürlich ist auch jetzt keiner um 8 Uhr irgendwie da, um den Fehler zu beheben. Und anscheinend soll der Fehler wohl da drinne liegen, dass ich hatte ja euch ich glaube vor 2 Tagen irgendwann hatte ich euch ja dieses Statement vorgelesen, was ja Playa rausgebracht hat bezüglich der aktuellen Fehler, die hier auftreten momentan überall auf allen Servern mit neuen Backend. So, da haben sie sich ja lang und breit entschuldigt und haben auch gleichzeitig geschrieben. Und das muss man sich mal vorstellen, ja? Das muss man sich mal vorstellen. 0815 YouTube-Kommentar hatte schon vorausgesehen gehabt, dass das Ganze passieren wird. Ja, also vielleicht war der auch Programmierer oder so gewesen, keine Ahnung, mag sein. Aber wenn selbst Leute in den YouTube-Kommentaren schon das voraussehen, was dann wirklich auch eintritt, dann holla die Waldfee. Der hatte nämlich geschrieben gehabt, dass Ja, also fangen wir erstmal so an. Es wurde ja im Statement geschrieben, dass es zur Verhinderung beziehungsweise irgendwie zur Verbesserung der Server es automatische Skripts oder sowas auf die Server gespielt werden, um die Stabilität oder sowas irgendwie rauszufinden. Ich bin kein Profi. Ja, auf jeden Fall automatische Skripts. So, die wird jeder verstehen, so einigermaßen, denke ich mal. Ne? Oder kann sich damit zumindest einen Begriff ausreimen.
So, und an denen soll es wohl auch liegen, denn diese wurden jetzt wohl irgendwie ja draufgespielt und ja, damit soll das wohl auch irgendwie zusammenhängen und die können halt wirklich nur gelöst werden oder das Problem kann wirklich nur gelöst werden durch einen manuellen Eingriff von den Programmierern der Serverseite aus. So, und in den Kommentaren vor 2 Tagen im Statement wurde das schon predicted quasi, dass man schon vorhersieht, dass mit diesen automatischen Skripts genau sowas hier passieren wird. Also, dass da, keine Ahnung, Fehler quasi vorprogrammiert sind, die auch dann wirklich nur gelöst, ist auch interessant hier, die auch wirklich nur gelöst werden können durch, ja, keine Ahnung, durch halt eben keine automatisierten Prozesse von irgendwelchen Maschinen, sondern halt eben per Hand gefixt werden muss. Und genau das ist jetzt eben auch eingetreten, das ist das Problem. Und ja, wie gesagt, die Server sind jetzt seit einem halben Tag offline, Stand jetzt zumindest, wo ich das Video aufnehme. Ich weiß nicht, wie lange die noch offline sind und wann die wieder online kommen. Ich denke mal, es ist ein relativ einfach zu lösendes Problem, weil man ja schon rausgefunden hat, also nicht die Programmierer, die sind wahrscheinlich jetzt noch gar nicht da oder trudeln jetzt vielleicht gerade ein. Ich keine Ahnung, ich kenne deren Zeiten auch nicht, ne? Aber dadurch ist es wahrscheinlich relativ easy zu lösen. Trotzdem ist ja der Fehler gestern um 20 Uhr aufgetreten und wenn jetzt irgendwie Leute, keine Ahnung, erst zu spät nach Hause kamen oder Spätschicht haben, das kenne ich ja selbst so, ne? Am Wochenende hat man ja oftmals Spätdienst, zumindest in der Pflege, ne? Dann schaffst du das halt vorher eventuell nicht, musst halt eben nach Hause und dann dann kannst du dich einfach ab 20 Uhr bis 0 Uhr konntest du deine Alu nicht mehr klicken, sodass es schon dort den Tag verpasst haben, plus halt eben heute auch schon den halben Tag mit rein. Und nicht nur auf die letzten Fehler so zu sehen, dass Gold beim Skillen weggeht, jetzt kann ich gar nichts mehr machen, dass das Gold durch die Goldgrube nicht abgeholt wird, dass Gold bei der Stadtwache nicht rumkommt, so, ne? Das sind ja alles Fehler, sag ich mal, gewesen. Ich konnte ja zumindest das Spiel noch spielen, so, ne? Trotzdem hatte ich schon einen Nachteil zu allen anderen Servern, die halt eben ja, das alte Backend noch besitzen, so, ne? Aber das Thema ist ja schon Ewigkeiten durch. Das Ungleichgewicht herrschte ja schon damals auf S31 mit dem Goldgruben-Bug, was ja schon monatelang für Ungleichgewicht gesorgt hat. Also hatten wir schon dadurch einen unfairen Nachteil, also ein Nachteil ist immer unfair, ne? Und jetzt halt eben nochmal dadurch, und ich weiß nicht, ja, wie viele Fehler noch auftreten müssen, so, weiß ich nicht. Und was man für einen Ausgleich jetzt für sowas treffen sollte, das ist schon ziemlich hart. Und in letzter Zeit, weiß ich nicht, passiert es immer häufiger, dass halt eben so eine schwerwiegenden Fehler auftreten irgendwie. Und gefühlt werden die Fehler von Mal zu Mal immer schlimmer irgendwie so, ne? Und das ist halt eben ja, wirklich sehr, 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 sehr schade. So, ich habe auch wirklich sehr viel Verständnis für die aktuelle Situation, dass das nicht so einfach ist. Wir hatten ja auch, wie gesagt, uns das Statement durchgelesen und ich zeigte auch mein vollstes Verständnis für, gerade weil ich auch da wirklich absolut gar keinen Plan habe, wie man ja sowas, weiß ich nicht, besser gestalten könnte, so, ne? Ich hoffe mal wirklich, dass da auch fähige Leute dahinter sitzen, denn so langsam kriegt man nämlich Zweifel, die dann auch dem Ganzen hier so ein bisschen Parole leisten können und das in Zukunft vielleicht ein bisschen besser gestalten. Vielleicht sollte man, ich weiß nicht, ob das was hilft, aber vielleicht sollte man anstatt irgendwie neuer Server, neuer Events, neuer Klasse, wirklich, ich weiß, das sind unterschiedliche Parteien, die unterschiedliche Probleme behandeln, aber eventuell bei den einen ein bisschen weniger kosten und vielleicht ausgeben und bei den anderen ein bisschen mehr reinstecken, sodass man vielleicht, weiß ich nicht, den Leuten nicht ganz irgendwie so auf den Schlips tritt, weil man halt absolut gar nicht mehr jetzt spielen kann, so, ne? Und das ist halt eben eine ziemliche Belastung, sag ich mal so, ne? Und auf der anderen Seite kann man natürlich verstehen, Kohle muss immer reinkommen, deswegen Updates müssen auch parallel zu diesem ganzen Shit, der halt hier passiert,
zu dem Shit-End, müssen trotzdem weiterkommen, kann man auch verstehen. Die Mitarbeiter müssen auch bezahlt werden, Kosten, laufende Kosten und sowas alles etc. Kann man alles verstehen, ja, aber vielleicht sollte man dann eventuell noch ein, zwei mehr Mitarbeiter bezüglich der Behebung der Probleme beziehungsweise des Fortschritts des neuen Backends noch hinzufügen, weil das Ganze ja auch schon sich relativ lange zieht. So, ne? Und umso länger sich das zieht, umso höher wird, höher wird auch das Ungleichgewicht aller Server. Ne? Aber das ist ja eh schon seit gefühlt jetzt einem Jahr oder so im Gange. Ja, naja, das dazu. Also, auch bei mir, wie gesagt, ich habe seit meiner gesamten Laufbahn das noch nicht erlebt, dass ich so lange jetzt raus bin hier aus dem Spiel, dass die Server so lange offline sind. Und wer weiß, wie lange die noch offline sein werden, wenn ich jetzt dieses Video hier hochgeladen habe, werden wir dann sehen. Ne? Aber das ist auf jeden Fall erstmal so der aktuelle Stand der Dinge. Guti, Leute. Trotzdem, ja, muss man ja irgendwie dranbleiben. Es wäre trotzdem irgendwie, also, ne, weil ich höre immer häufiger, dass Leute halt aufhören, deswegen so. Wie gesagt, ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, aber was ich euch empfehlen würde, falls ihr wirklich einen hohen Charakter habt, dann löscht nicht euren Char, legt den auf Eis. Falls ihr momentan keinen Bock auf Shakes and Fidget habt, kann ich das komplett nachvollziehen zu 100%, ja. Aber löscht ihn nicht. Das macht vorne und hinten keinen Sinn. Legt ihn auf Eis, friert ihn ein, lasst die Finger davon und fasst ihn vielleicht später an, weil falls wirklich eines Tages alle Backends aufgespielt sein sollten und das Game wirklich mal eines Tages so flüssig läuft wie früher, vielleicht sogar noch besser, dann ärgert ihr euch in den Arsch, dass ihr euren alten Account gelöscht habt, weil ihr dann eventuell wieder anfangen wollt zu spielen, wenn das Game eines Tages mal wirklich so weit sein sollte, wie es halt eben vorhergesehen ist. So, das ist so mein Tipp an euch. Guti, Leute, ich verschone euch jetzt mit weiterem Gameplay, ja, und haltet auf jeden Fall weiterhin die Ohren steif. Wir müssen da irgendwie alle durch, zumindest die Leute, die auf neuem Backend spielen, ne, und hoffen mal, dass das in Zukunft trotzdem irgendwie noch besser wird, auch wenn ich mir schon mittlerweile ein bisschen doof dabei vorkomme, das zu sagen, weil es halt immer wieder passiert. Es passiert immer wieder irgendwie so ein Crap. Und das ist halt langsam echt frustrierend, muss ich mal so in den Raum werfen. Ja, Leute, wie gesagt, trotzdem durchbeißen, wenn nicht, einfach nur mal vielleicht auch eine Pause gönnen, kann man auch sehr gerne machen, aber nicht löschen. Löschen ist keine Option. Ja. Das war es soweit von mir. Wie gesagt, ich wünsche euch trotzdem alles Gute. Mein Statusbericht zu den aktuellen Ereignissen, die sich hier überschlagen. Und wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.